Die SUV-Flut nimmt kein Ende. Schon seit einiger Zeit ist es mit über 50% Marktanteil das beliebteste Segment in Europa. Und vor allem die Kompakten sind hoch im Kurs. VW mischt mit einigen Modellen fleißig mit. Nun kommt die nächste Generation eines ihrer Bestseller. Der neue T-Roc. SUVs dominieren das Straßenbild und der T-Roc gehört zu den erfolgreichsten. Rund 2 Millionen wurden seit dem Start der ersten Generation 2017 verkauft. Damit ist er nach dem VW Tiguan das zweiterfolgreichste VW-SUV weltweit. Und hier steht nun die neueste zweite Generation. Natürlich hat der Hersteller wie üblich alles rundum erneuert und wir werden heute alle Updates im Detail checken. Außerdem schauen wir uns an, ob er das Zeug dazu hat, die Erfolgsgeschichte weiterzuführen und sich gegen die zahlreichen Konkurrenten zu behaupten. Und wir checken, was der T-Roc mit einem Hockeyschläger zu tun hat, also bleibt unbedingt dran. Wir begeben uns auf eine Testfahrt rund um Lissabon und Cascais in Portugal und werfen später auch noch einen exklusiven Blick in die Produktion nahe Setúbal. Was den Antrieb angeht, kommt der T-Roc durchgängig mit Hybrid-Turbobenzinern und Automatik nach Europa. Unser Testwagen ist ein 150 PS Mildhybrid in höchster Ausstattungslinie Airline und neuer Farbe Canary Yellow. Vom Antritt her finde ich ihn gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also hier die Variante mit den 150 PS ist ganz gut motorisiert. Das steht ihm gut hier, die Leistung. Ja, hier im Eco-Modus, da ist er natürlich ein bisschen lame. Da ist der Gasweg recht lang. Das ist aber auch kein Wunder. Also eben, das taugt mir jetzt persönlich nicht so gut, aber im Komfort ist es wirklich okay. Wir können jetzt hier leider nicht wirklich schnell fahren. Es sind ziemlich viele Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber wir können ja trotzdem noch mal in den Sport wechseln. Ja, doch, da geht schon was. Da kann man schon hier ein bisschen Fahrspaß entwickeln auf den kleinen Kurvenstraßen. Und ich finde ihn auch wirklich vom Fahrwerk gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also der liegt echt gut in der Kurve. Kann man hier schön sportlich, dynamisch durchfahren. Macht Spaß. Zum Start gibt es zunächst 2 Mildhybride mit 116 und 150 PS Frontantrieb. Später folgen 2 Vollhybride, eine Allradversion und ein sportlicher T-Roc R. Dieselmotoren und auch eine Cabrio-Version gibt es nicht mehr. Der 1,5 Liter Vierzylinder verfügt über einen 48 Volt Startergenerator und sogar Zylinderabschaltung. Die 150 PS Version sprintet in knapp 9 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht 212 km/h Spitze. Die Preise für den günstigsten T-Roc starten bei etwas unter 31.000 Euro. Die Airline kostet rund 12.000 Euro mehr. Vom ersten Eindruck, also vom Innenraum, ist er schon wirklich schick geworden, kann man nichts sagen. Also beim Vorgänger wurde ja immer so diese Hartplastiklandschaft kritisiert. Und jetzt hat man hier das Armaturenbrett mit so einem weichen Stoff
ausgekleidet. Also das soll auch weniger blenden, zum Beispiel in der Scheibe. Und es soll eben so ein bisschen wohnlichen Eindruck vermitteln, so eine wohnliche Atmosphäre. Und ich finde es wirklich jetzt nicht schlecht gelöst, muss ich sagen. Es wurde auch gesagt, dass es gut zu reinigen sein soll. Was zum Beispiel auch neu ist, sind hier diese perforierten Seitenflächen, wo dann eben auch die Ambientebeleuchtung rauskommt, was auch wirklich schick gemacht ist. Generell hat man versucht, eben eher so einen aufgeräumten, cleanen Innenraum zu schaffen. Zum Beispiel ist auch der Gangwallhebel eben nicht mehr hier in der Mitte, sondern der ist hier in den Lenkstock gewandert. Das schafft natürlich Platz hier in der Mittelkonsole. Man hat hier zum Beispiel je nach Ausstattung eben eine Ablage fürs Handy oder eben eine induktive Ladeschale mit Kühlfunktion sogar. Da gibt es auch so kleine Easter Eggs, die zeige ich euch nachher noch. Was auch neu ist, ist dieser Fahrerlebnisschalter. Also der wurde auch aus den höheren Modellen übernommen, wie dem Tiguan zum Beispiel. Also man kann über den die Lautstärke steuern und wenn man da drauf drückt, kann man auch eben die Fahrmodi verändern. Wir haben jetzt hier Eco, Komfort, Sport und Individual. Es gibt hier auch sogenannte Atmospheres. Das sind so, ja, Klang- und Lichterlebniswelten nennt man das. Und es gibt da verschiedene. Zum Beispiel haben wir hier Joy Energetic oder Energetic Lounge. Und man kann das dann halt hier so anwählen. Und eben dann verändert sich zum Beispiel hier die Ambientebeleuchtung. Jetzt ist es zum Beispiel hier so pink. Um den T-Roc noch attraktiver zu machen, hat ihn VW mit jeder Menge Komfortfeatures aus höheren Klassen, wie dem Tiguan und dem Tayron, ausgestattet. Sie nennen das Technologien Top-Down. Möglich wird das durch die MQB Evo-Plattform, die neueste Evolutionsstufe des modularen Querbaukasten, auf der die Modelle aufbauen. Auch der aktuelle Passat und Golf gehören dazu. Aber auch Konzernschwestermodelle wie Audi Q3 oder Cupra Formentor. Zu den neuen Features gehört der angesprochene Fahrerlebnisschalter und noch vieles mehr. Was auch neu ist, ist das Head-Up-Display. Also vorher gab es ja kein Head-Up-Display im T-Roc. Jetzt kann man eben eins haben und man kann optional auch ein sogenanntes Windshield-Head-Up-Display haben. Das projiziert sozusagen die Infos über die Windschutzscheibe so 2 Meter vor das Fahrzeug und das soll wesentlich besser zu erkennen sein als so herkömmliche Navis, die das übers Armaturenbrett machen. Dieses große digitale Cockpit und auch das Infotainment mit ChatGPT-Integration, das ist auch eins dieser neuen Top-Down-Features. Und man hat hier auch so eine reduziertere Ansicht, wenn man länger auf diesen View-Knopf drückt. Eben dann hat man nur das Nötigste im Display, keine Überfrachtung. Das ist zum Beispiel auch für Nachtfahrten gedacht. Und wenn man wieder drauf drückt länger, dann hat man wieder die übliche Ansicht. Hier in der Einstellung finde ich es fast ein bisschen too much. So ein bisschen Informationsoverkill, aber ja, man kann sich das ja auch hier nach seinen eigenen Wünschen anders konfigurieren. Was mir wirklich auch sehr gut gefällt, muss ich sagen, ist dieses Lenkrad in der Airline. Also das ist schön griffig, liegt gut in der Hand und sieht auch schön sportlich aus. Was die Größe angeht, hat der neue im Vergleich zum Vorgänger ordentlich zugelegt. Satte 12 cm länger ist er jetzt und misst insgesamt 4,37 Meter. Der Radstand hat sich um knapp 3 cm vergrößert, was dem Platz innen zugutekommen soll. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Breite und Höhe sind um knapp 1 cm gewachsen. Die Optik wurde natürlich rund erneuert. Ein neues Familiengesicht. Ähnlich anderen VW-Modellen wie dem Tayron oder ID.7 mit optional beleuchtetem Logo.
und völlig neu gestaltetes Heck. Die Querspange ist auf Wunsch ebenfalls beleuchtet. Die Felgen sind statt 19 nun bis zu 20 Zoll groß. Mir persönlich gefällt die neue Optik sehr gut, muss ich sagen. Also er wirkt wesentlich sportlicher, fast schon ein bisschen aggressiv. Gefällt mir gut. Ist nicht mehr so verspielt wie vorher, wirkt erwachsener. Auch die Form an sich ist ein bisschen coupéhafter, nicht mehr so SUV-mäßig, finde ich persönlich auch sehr gut. Dennoch haben die Designer aber ein paar charakteristische Merkmale beibehalten vom Vorgänger, wie zum Beispiel dieser Streifen, der sich hier lang zieht, der ist in dem Fall schwarz. Bei anderen Modellen ist er silber oder auch hier diese dicken Backen mit der Charakterlinie. Der besagte Hockeyschläger, den ich vorhin schon angesprochen habe, der hat auch was mit der Optik zu tun. Was genau, das verrate ich euch noch. Das Interieur ist ebenfalls komplett neu gestaltet. Es soll aufgeräumt, aber auch wohnlich wirken. Vor dem Fahrer befindet sich ein 10 Zoll großes digitales Cockpit mit verschiedenen Ansichten. Der Touchscreen in der Mitte ist in der Basis rund 10,4 Zoll oder optional knapp 13 Zoll groß. Das Infotainment-System ist keine Weiterentwicklung des Vorgängers, sondern ebenfalls komplett neu entwickelt. Optional gibt es auch einen 14 Wege verstellbaren ergonomischen Sitz mit Massagefunktion aus den höheren Klassen. VW verspricht ausreichend Platz für 5 Personen mit Gepäck. Das war beim Vorgänger auch schon so, aber durch die größeren Dimensionen soll jetzt hinten noch mehr Platz sein, selbst wenn vorne Personen über 1,85 sitzen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie viel Platz hier wirklich ist. Wow, okay, also krass. Also wir haben den Sitz jetzt hier vorne wirklich auf eine große Person eingestellt. Ich bin 1,70 Meter, aber guckt euch das mal an, wie viel Platz ich hier habe. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auch oben, also wow. Es ist ja immerhin ein Auto, was kleiner ist als ein Tiguan. Ich würde sagen, Personen bis 1,80 überhaupt kein Problem. Größer wahrscheinlich auch noch okay. Ich kann ja mal gucken, wie es hier in der Mitte ist, wenn wirklich mal 5 Personen unterwegs sind. Ja, okay, gut. Da sitzt man so ein bisschen erhöht, wie so ein auf dem Schleifstein. Aber ich habe immer noch über eine Faust oben Platz sogar. Ja, hier der Mitteltunnel, der ist natürlich schon ziemlich hoch. Das heißt, die Füße, die muss man dann hier so rechts und links eher abstellen. Und besonders bequem ist der Sitz jetzt nicht. Aber wenn es jetzt keine Langstrecke ist, ist es auszuhalten. Der Platz im Kofferraum hat auch zugelegt. 30 Liter mehr haben wir jetzt, 475 und umgeklappt 1350 Liter. Wie sieht es bei den Konkurrenten aus? Doch bevor wir uns das anschauen, wollte ich euch noch ein paar Easter Eggs zeigen und dafür steigen wir noch mal vorne ein. Und zwar haben wir hier zum Beispiel nämlich so kleine Schwimmer, also hier diese Ablage fürs Handy oder die induktive Ladeschale in dem Fall. Das sieht so aus wie so ein kleines Schwimmbad und das sind hier so Bahnen und da sind so kleine Schwimmer drin, das ist voll lustig. Und hier haben wir noch so kleine Piktogramme, ja, wie so einen kleinen Schlüssel, eine Breze oder auch eine kleine Eistüte oder so. Und wenn wir schon mal hier vorne sitzen, wollte ich euch noch was zeigen, und zwar der Türgriff. Der ist auch neu, also beim Vorgänger gab es ja hier so einen typischen Hebel und jetzt hat man den hier so in die Armablage integriert. Das soll intuitiv, ergonomisch sein und eben zum aufgeräumten Eindruck beitragen. Ich finde es eigentlich ganz gut, also man zieht den einfach nur hier so nach oben. Ist gut gelöst. Schauen wir uns ein paar Alternativen an. Der Konzernbruder Seat Ateca kostet rund 1.500 € weniger und ist mit 4,38 m nur 1 cm länger. Leistung wie beim T-Roc 116 und 150 PS. Und auch die Grundausstattung liegt auf ähnlichem Niveau.
Beim Kofferraumvolumen bietet er allerdings umgeklappt rund 250 Liter mehr. Der Škoda Karoq hat dieselben technischen Eckdaten und liegt ca. 3.000 € über dem T-Roc. In der Basis gibt es 1 Zoll größere Felgen und Sprachsteuerung, sonst ist die Ausstattung ähnlich. Kofferraum immerhin 100 bis 250 Liter mehr. Wie sieht es bei den Asiaten aus? Der Hyundai Kona ist mit 4,35 Metern Länge nur ca. 2 cm kürzer. Es gibt ihn mit fast gleicher Leistung, 115 oder 150 PS. Mit 27.500 € steigt er etwas günstiger ein und bietet mehr Ausstattung, wie zum Beispiel Navi oder Autobahnassistent. Der Kofferraum fällt minimal kleiner aus. Der Xceed von Kia, der gerade ein Facelift erhält, kostet wie der Hyundai mindestens 27.000 €. Länge 4,39 Meter. Leistung wie beim Rest 115 und 150 PS. Mit zum Beispiel Navi und Rückfahrkamera ist die Ausstattung etwas höher. Das Ladevolumen mit voller Besatzung dafür rund 50 Liter kleiner. Wer aufs Geld schauen muss, kann sich natürlich auch den Dacia Duster anschauen. Der steigt bei unter 20.000 € ein. Premium-Modelle wie Mercedes GLA oder Cupra Formentor liegen wiederum über 10.000 € darüber, bieten aber auch mehr Power. Man kann also grob sagen, dass die Konzernbrüder ähnlicher Größe, was so Ausstattung, Features und Preise angeht, auf ähnlichem Niveau liegen. Das ist also eher eine Geschmacksfrage. Die Asiaten, die bieten ein bisschen mehr Ausstattung und sind etwas günstiger, was ja auch keine Überraschung ist. Wir haben jetzt aber noch einen ganz besonderen Programmpunkt auf unserer Liste. Und zwar können wir einen exklusiven Blick in die Produktion des T-Roc werfen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und da fahren wir jetzt hin. Das Volkswagenwerk Auto Europa befindet sich ca. 30 Kilometer südöstlich von Lissabon. Die Anlage ist 2 Millionen Quadratmeter groß. Das Werk wurde 1995 eröffnet und war ursprünglich ein Joint Venture mit Ford. Die Anfangsinvestition belief sich damals auf 2 Milliarden €, was eine der größten ausländischen Industrieinvestitionen in Portugal war. 1999 hat VW das Werk dann vollständig übernommen und hier wurden zum Beispiel der VW Charan, der Seat Alhambra oder auch die 3. Generation des Scirocco gebaut. Seit 2017 läuft hier auch der T-Roc vom Band. Zusammen mit einem Guide und anderen Journalisten schauen wir uns die einzelnen Produktionsschritte genauer an. Also diese großen Roboter so mal aus der Nähe zu sehen, ist schon wirklich spannend. Habe ich bisher auch noch nie gehabt. 2024 wurden hier fast 240.000 Fahrzeuge gefertigt. Das entspricht ca. 950 Autos pro Tag. Die wichtigsten Zielländer sind Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich. Hier arbeiten ca. 5.000 Mitarbeiter und das Werk hat ungefähr 600 Zulieferer. 80 Lastwagen mit Produktionskomponenten kommen hier jeden Tag an. Auch wenn derzeit hier nur der T-Roc vom Band läuft, stellt das Werk viele Teile und Werkzeuge für andere Marken des VW-Konzerns her. 2023 wurde es sogar mit einem renommierten Preis für besonders gutes und innovatives Produktionsmanagement ausgezeichnet. Es war auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant, die Produktion so aus nächster Nähe zu sehen und alle Schritte mal so durchzulaufen. Ich fand es auch interessant, dass parallel der Vorgänger immer noch produziert wird. Es wurde erzählt, dass die Zahlen eben langsam runtergefahren werden und die Stückzahlen des Neuen erhöht werden. Ab 2027 soll hier auch der ID Everyone gebaut werden. Bisher ist es nur eine Studie.
Die Serienversion des Elektro-Kleinstwagens soll dann zu Einstiegspreisen um die 20.000 € erhältlich sein. Nach einem langen Tag mit dem T-Roc, wie ist nun unser Eindruck? Hat er das Zeug dazu, den Erfolg des Vorgängers weiterzuführen? Es gibt natürlich schon sehr viel Konkurrenz, aber er hat sich auch ganz gut aufgestellt. Zum Beispiel bietet er mehr Platz, hat viele neue Features aus den höheren Klassen dazu bekommen und ist von der Optik wesentlich aggressiver und moderner geworden. Apropos Optik, eine Frage ist ja noch offen. Was hat denn der T-Roc nun mit einem Hockeyschläger zu tun? Und zwar ist damit dieser Streifen gemeint, der sich von A bis D-Säule zieht und von den Designern aufgrund seiner Form Hockeyschläger genannt wird. Den hatte ja auch schon der Vorgänger und es wurde so als markantes Stilelement übernommen. Ob der jetzt zum Erfolg beiträgt, weiß ich nicht, aber die anderen Features sprechen auf jeden Fall für sich und das Fahren macht super viel Spaß und das ist ja auch wichtig.